Dean Kenyon war in den 60er bis 80er Jahren ein überzeugter Vertreter der chemischen Evolution und sein Buch wurde zum Bestseller. Seine Idee war, dass die chemischen Eigenschaften der Aminosäuren Ketten ausbildeten, die zu den ersten Proteinen führten. Doch kaum wenige Jahre nach der Veröffentlichung zweifelte Kenyon an seiner eigenen Theorie. Das Problem war die Abstimmung zwischen den Aminosäuren und der DNA. Die genetische Information, ohne die die ersten Proteine sich nicht formieren könnten. Denn die Aminosäureketten bildeten sich nicht einfach durch die Anziehungskräfte zwischen den Einzelteilen, sondern werden in der DNA bestimmt. In der DNA-Doppelhelixstruktur steckt eine eindeutige Information, die den Aufbau der Proteine bestimmt. In der DNA treten die 4 Basen A, C, T und G auf. Die Kodierung erfolgt mittels dieser Buchstaben und durch die genaue Anordnung der Basenpaare. Mit anderen Worten, hier wurde die genaue Bauanweisung der Zusammenstellung der Aminosäuren zu Proteinen kodiert. Unsere DNA enthält die Bauanleitung für all das, was uns ausmacht. Kenyon sagt selber, dass die Herkunft der genetischen Information selbst vernachlässigt wurde und deswegen er seinen Standpunkt nochmal genauestens überprüfen musste, sodass er zu der Meinung kam, dass sogar für die einfachste Zelle nicht die geringste Wahrscheinlichkeit besteht für eine Entstehung des Lebens durch chemische Evolution. Doch schauen wir uns an, wie genau die DNA im Körper versteckt ist. Eine menschliche Zelle besitzt abgesehen von Blutzellen einen Zellkern. Im Zellkern gibt es Chromosomen. Ein Chromosom besteht aus 2 identischen Teilen, den Chromatiden. Jedes Chromatid besteht eben aus einem DNA-Faden. Sie ist um sogenannte Histone gewickelt und somit kompakt im Zellkern verpackt. Ein DNA-Faden besteht aus 2 Strängen, weswegen sie als Doppelhelix bezeichnet wird. Würde man alle DNA-Fäden aus einem Zellkern aneinanderreihen, wären sie über 2 Meter lang. Wir gehen von 75 Billionen Zellen am Körper aus. Das bedeutet, 75 Billionen mal 2 Meter sind 150 Milliarden Kilometer. Also nochmal, die Länge der DNA in einem Menschen beträgt 150 Milliarden Kilometer, also 1000 Mal die Strecke von der Erde bis zur Sonne. Die gesamte DNA des Menschen besteht aus 3,2 Milliarden Basenpaaren. Würde man diese Information als Buchstaben in einer einzigen Zeile schreiben, würde die Buchstabenkette vom Nordpol bis zum Äquator reichen. Würde man einen Stecknadelkopf von 2 mm Durchmesser mit DNA füllen, wären 15 Billionen Taschenbücher mit jeweils 160 Seiten Informationen dieser Stecknadel gespeichert. Diese Zahlen muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Doch eine ganz besondere Zahl faszinierte die Wissenschaftler erneut. Alle 10 Basenpaare dreht der Strang einmal um sich selbst. Betrachtet man dieses Stück der 10 gestapelten Basenpaare, erhält man ein goldenes Rechteck, also ein Rechteck, in dem die Seiten im goldenen Schnitt zueinander sind. Bill Gates sagte mal, dass die DNA wie ein Computerprogramm sei, nur die Programmierung sei komplexer als alles, was wir uns bisher ausdenken konnten. Dabei ist noch die Programmierung der Verknüpfung mit dem Körper und dem Gehirn notwendig. Während des 19. Jahrhunderts hielten die Wissenschaftler an 2 grundlegenden Größen fest: Materie und Energie. Etwas Materielles wie physikalische und chemische Prozesse kann nichts Nicht-Materielles hervorbringen. Information ist nicht materiell. Dadurch folgt erstmal, dass der Mensch demnach eine nicht materielle Komponente besitzen muss, weil wir Menschen ja durchaus Information erzeugen können. Evolution verlangt, dass Information von alleine aus Masse und Energie entstanden ist.
Dies widerspricht den Prinzipien der Information, da Information, also Immaterielles, nur durch Immaterielles hervorgebracht werden kann. Die Frage, woher also die genaue biologische Information in der DNA kommt, bevor überhaupt der Körper baut, ließ Dean Kenyon an der Evolution zweifeln. Der eindeutige Code für einen Menschen, die Bauanweisung. Wie soll die Natur Schritt für Schritt eine Bauanweisung entwickelt haben? Wenn Evolution ein universeller Prozess wäre, sollte es im Universum von Leben wimmeln. So das Fermi-Paradoxon. Solange es keine festen Beweise für die Evolutionstheorie gibt, wird es Menschen wie Dean Kenyon geben, die sich deswegen für den Intelligent Design Ansatz interessieren werden.